Fake-Marken, gefährliche Technikfälschung und sogar lebensgefährliche Produkte. Amazon ist mittlerweile für mich fast so schlimm geworden wie Temu. Und das alles nur wegen der Art und Weise, wie sie ihre Produkte lagern. Und damit herzlich willkommen zu den Gefahren von Amazon Warehousing. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel für euch. Diese beiden USB-Sticks sind quasi identisch, ihr könnt sie euch gerne mal genauer angucken, und sehen, abgesehen von der Farbe, fast gleich aus. Der hier hat einen Sticker, da steht drauf 16 GB, der hier hat einen Sticker, da steht drauf 32 GB. Stellt sich raus, der mit den 16 GB hat keine 16 GB, der hat eigentlich nur 1. Und ich hatte das noch viel extremer. Ich habe mir einmal einen USB-Stick mit einem Terabyte gekauft. Es hat sich herausgestellt, dass er 32 GB hatte. Wenn man ihn allerdings in den Rechner reingesteckt hat, dann stand da durchaus 1 Terabyte. Hat man dann aber tatsächlich mehr als 32 GB draufgeschrieben, nehmen wir an Fotos, dann hat das erste Foto, was nicht mehr auf den Stick passt, wegen den 32 GB, das allererste Foto insgesamt wieder überschrieben. Sprich, es hat einfach wieder vorne angefangen, meine Daten zu überschreiben. Und ich habe damit tatsächlich einiges an Daten erstmal verloren. Aber zum Glück habe ich sie davor nicht gelöscht gehabt, also nichts passiert. Das kann aber natürlich auch anders enden. Und ich habe mich in letzter Zeit mal wieder ein bisschen mehr ins andere Teil des Webs begeben und mich dort schlau gemacht, wie eigentlich wirkliche Leute, die euch schaden wollen, einfach nur Amazon ausnutzen und euch darüber, ja, wirklich schaden und abzocken. Und stellt sich raus, es ist nicht nur ein bisschen was, es ist eine große Anleitung gewesen. Ich weiß, jetzt würde hier irgendjemand wahrscheinlich kommen und euch so einen Stapel Papier auf den Tisch hauen und dann sagen, hey, ich habe das Ding ausgedruckt. Wir sind zwar in Deutschland, aber ich drucke trotzdem keine PDFs mit 3 Seiten aus, um euch irgendwas zu demonstrieren, okay? Das machen wir hier nicht. Wir sind im Cyberspace und wir machen das richtig. Also, wir fangen vorne an. Was ist eigentlich passiert? Im Jahr 2023 hat Amazon 7 Millionen gefälschte Produkte von ihren Marktplätzen herausgezogen und erkannt, ey, die sind eigentlich gar nicht echt. Darunter übrigens auch solche USB-Sticks, die ja wirklich fast identisch aussehen. Dazu kommen wir aber gleich noch. Das nächste ist, es gab eine sogenannte Franken-GPU. Ich finde den Namen einfach toll. Ihr könnt euch vorstellen, wie Frankensteins GPU. Bestellt hat man eine 4090, eine sehr, sehr teure Grafikkarte von Nvidia. Bekommen hat man eine 4080, eine auch teure, aber längst nicht so teure Grafikkarte mit durchaus weniger Leistung. Und das Ganze war Teil eines Scams. Die funktionieren aber völlig unterschiedlich. Gucken wir uns dann auch genauer an. Und was mich am meisten schockiert hat, war tatsächlich nicht aus der Technik. Das hat mich dazu motiviert, dieses Video hier zu machen. Und zwar, in Europa gibt es Tinte zum Tätowieren, die verboten ist, weil, also vor allem blau und grün, schädliche Inhaltsstoffe drin sind. Ist aber sehr viel günstiger eben zu produzieren. Und deswegen haben manche Händler durchaus ein Interesse daran, euch diese Tinte weiter zu verkaufen. Hat sich also herausgestellt, 9 von 10 Tintflaschen enthalten immer noch diese schädlichen Stoffe. Und das vor allem deswegen, weil sie falsch verkauft werden, weil sie einfach falsch gelabelt sind, weil andere Hersteller so tun, als wären diese schädlichen Stoffe da nicht drin. Das alles sind verschiedene Scams und sie funktionieren unterschiedlich. Und wir gucken uns genau an, wie. Aber nach all den Informationen, die ich euch gleich erzählen werde, werdet ihr vielleicht den Wunsch verspüren, euch selbst einen Shop aufzumachen. Und hier kommt unser heutiger Partner Masterschool ins Spiel. Die kennt ihr vielleicht sogar schon, denn Masterschool ist ein globales Netzwerk von Berufsschulen für Menschen, die in die Tech-Branche einsteigen wollen. Und sie bieten Programme an, die wirklich von Tech-Profis, von Unternehmen wie Google, Meta und Samsung unterrichtet werden, um euch direkt auszubilden und euch auch dann sogar den ersten Job in der Tech-Branche direkt zu vermitteln. Aktuell gibt es dort die Fächer Datenanalyse, Cybersecurity und Softwareentwicklung, die vollständig online und von überall aus der ganzen Welt absolviert werden können. Aber neu dazugekommen sind auch solche Fächer wie AI Engineering, falls ihr euch für AI interessiert, oder AI Cybersecurity, ein geiles Programm, das einfach AI und Cybersecurity kombiniert, was super spannend ist. Oder ein Klassiker, und den werdet ihr brauchen, wenn ihr euren eigenen Shop entwickeln wollt, Webentwicklung.
Das Beste dabei ist aber, dass die ganzen Programme alle ARTSAF zertifiziert sind. Das heißt, ihr könnt das gesamte Training sogar gratis bekommen. Es wird dann vom Land Deutschland bezahlt mit dem Bildungsgutschein. Und um für diesen Gutschein in Frage zu kommen, müsst ihr arbeitslos sein oder bald werden oder andere Kriterien von der Agentur für Arbeit erfüllen. Das sagen die euch dann genau. Falls ihr euch nicht so ganz sicher seid, wie das klappt, dann unterstützt euch Master School aber auch bei der ganzen Sache. Und dann könnt ihr euch tatsächlich einfach schon mal auf das ganze Programm bewerben. Und wenn ihr euch unten über meinen Link in der Beschreibung bewerbt und das Training tatsächlich anfangt, dann bekommt ihr sogar ein MacBook inklusive AirPods dazu. Die nächste Kursrunde beginnt am 12. November. Es kann aber auch eine Weile dauern, bis ihr den Bildungsgutschein bekommt. Deswegen würde ich euch empfehlen, direkt anmelden und direkt auch ein bisschen beeilen. Und ja, der Link befindet sich unten in der Videobeschreibung. Viel Erfolg! Okay, aber wir wollen uns jetzt mal angucken, wie genau funktioniert das. Für dieses Szenario nehmen wir an, dass ich, also Morpheus, USB-Sticks verkaufe. Normalerweise die hier, auch wenn sie quasi identisch aussehen, aber die hier möchte ich verkaufen, die guten, die High-Quality-Dinger, die auch wirklich das tun, was sie versprechen, nämlich 32 GB Speicher haben, okay? Nehmen wir einfach an, dazu packe ich erstmal alles zu Amazon und mache dann Fulfillment durch Amazon. Das heißt, Amazon macht die Lagerhaltung für mich. Ich muss eigentlich nur die USB-Sticks irgendwo herbekommen und dann dorthin schicken. Und die machen den Versand für mich, die machen die Rückgaben für mich. Amazon macht da eigentlich alles für mich. Das ist super angenehm und fairerweise Amazon priorisiert auch ein bisschen die Leute, die das benutzen, aber dazu kommen wir nachher. Wenn ihr Fulfillment durch Amazon macht, dann habt ihr aber eine Art Bestand bei Amazon. Und in diesem Bestand könnt ihr neue USB-Sticks liefern. Aber für sehr, sehr viele Produkte seid ihr nicht der einzige Hersteller. Ich kann natürlich USB-Sticks herstellen, aber ich werde die wohl irgendwo produzieren lassen. Und das können andere auch. Und genau für solche Leute, die sind dann tatsächlich auch Seller bzw. Reseller von diesem Produkt. Und die schicken natürlich auch Waren an Amazon, zum Beispiel diese Sticks hier. Falls ihr es nicht erkennt, weil sie sich so ähnlich sehen, das ist der schlechte USB-Stick, der viel, viel weniger Speicher hat, nämlich nur 1 GB. Und die schicken das auch an Amazon. Und Amazon packt alles in einen Bestand. Weil ist so. Fragt mich bitte nicht wieso. Wenn ihr also danach etwas bei Amazon bestellt, dann seid ihr super happy, wenn ihr natürlich einen der echten Morpheus USB-Sticks bekommt. Aber ihr seid nicht ganz so happy, wenn ihr einen von den Fake-USBs bekommt. Aber Amazon hat absolut keine Ahnung, welchen USB-Stick sie euch schicken. Sie wissen es buchstäblich selber nicht mehr. Sie können wirklich nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Stick von euch ist oder von mir ist oder ob irgendein anderer Reseller den dahin geschickt hat. Und das Problem ist aber auch, wenn man dann eine Bewertung für das Produkt schreibt als Kunde, dann bewertet man das gesamte Produkt. Egal, ob das jetzt von einem dieser Fake-Reseller ist oder ob das von einem echten, authentifizierten Händler ist. Das heißt, jemanden, der wirklich diese High-Quality-Dinger herstellt. Das kann Amazon nicht wissen und Amazon schickt euch einfach irgendeins davon. Das Spaßige ist aber vor allem, wenn ihr eine Bewertung für den Händler schreibt, weil zum Beispiel ein Fake gekommen ist das auch Zufall. Das heißt, wenn ihr einen von den Fake-USB-Sticks habt, aber eigentlich bei mir bestellt habt als Morpheus und einen von mir erwartet habt, ist das trotzdem irgendwie alles dasselbe. Und das Ding hat einen Namen, dieses Monstrum, das nennt sich, ich muss ablesen, kommingelter Bestand. Kommingelter Bestand ist im Endeffekt die Tatsache, wir schmeißen einfach alles zusammen und machen dadurch unsere Lagerhaltung als Amazon günstiger. So, und das hat Ausmaße angenommen und ist nicht ganz so hilfreich gewesen an vielen Stellen. Denn dadurch kann ich natürlich sowas wie Fake-USBs haben. Ich kann natürlich aber auch Markenfälschung damit betreiben. Ich kann ja einfach, also ich als bösartiger Reseller, und das ist genau dieses Pamphlet, was ich euch da gerade erzählt habe, was ich als PDF habe, im Endeffekt sagen die euch, ey, stell doch einfach Markenkleidung für günstig her und verkauf sie dann auf Amazon unter genau dem echten Artikel und tu so, als wärst du authentifizierter Reseller. Denn du musst ja für die Marke nicht bezahlen am Ende. Du kannst das ja einfach da draufnehmen. Solche Fake-Sticker, solche Fake-Aufkleber oder auch diese Fake-USB-Sticks lassen sich natürlich deutlich günstiger produzieren, als wenn ich wirklich ein echtes Markenshirt oder einen echten Marken-USB-Stick habe. Insgesamt wurden im Jahr 2023 700.000 Accounts bei Amazon gesperrt.
die solche Fälschungen gemacht haben, aber sowas lässt sich natürlich automatisieren. Man kann einfach neue Amazon-Accounts per Bot sogar aufmachen, sodass solche Einkäufe oder solche Verkäufe gar nicht mal so einfach auffindbar sind. Klar, Amazon ist ja eine offene Plattform, jeder kann sich registrieren, da gibt es erstmal keine Verbote. Und was man auch machen kann, ist tatsächlich verbotene Produkte unter einem anderen Namen einfach verkaufen. Quasi Etikett ab, anderes Etikett drauf und voila, habt ihr eure gefälschte Marken-Tattoo-Farbe, die keine schädlichen Inhaltsstoffe hat, obwohl sie welche hat. An der Stelle, ich war fast ein bisschen beeindruckt. Also, wie perfide man da vorgeht, ist fast ein bisschen interessant gewesen. Aber wir sind noch lange nicht am Ende, denn ich habe gerade was gesagt. Und zwar, ihr könnt diese Dinger hier günstiger herstellen, wenn sie natürlich nur 1 GB haben, statt 32 GB. Hier geht es um ein ganz anderes Prioritätenthema. Denn ihr wollt, wenn ihr bei Amazon verkauft, die Buy-Box gewinnen. So, ganz kurz die Buy-Box hieran erklärt. Wenn ich beispielsweise Kaffee kaufe, ja, bei Amazon, dann habe ich die Möglichkeit, bei sehr vielen Händlern zu kaufen. Erstmal ist Amazon eine offene Plattform, da kann also jeder verkaufen und jeder kann natürlich seinen eigenen Preis da reintun und der Markt regelt das dann. Also sprich, der den günstigsten Preis, übrigens inklusive Versandkosten, also den Versandkosten-Scam, den man bei eBay abziehen konnte, den kann man hier nicht machen, inklusive Versandkosten, wenn man da den günstigsten Preis hat, dann landet man sehr weit oben in der Buy-Box. Und auch hier kommt wieder dieses Fulfillment durch Amazon ins Spiel. Wenn ihr Fulfillment durch Amazon macht, dann habt ihr automatisch keine Versandkosten bei Prime-Mitgliedern. Das heißt, ihr seid automatisch günstiger als die anderen. So, und ja, natürlich, wenn ich hier den günstigsten Preis habe, lande ich sehr weit oben, weswegen hier unten im schlechten Bereich der Buy-Box, da sind die Leute, die verloren haben. Hier sind noch 22 andere Händler, die mir denselben Kaffee verkaufen, allerdings eben für 21 davon für einen schlechteren Preis. Warum sollte ich als Kunde jemals nach da unten gehen? Das ist A, mehr Aufwand, ich muss mich da durchwühlen, und B, ja, die sind halt auch teurer. Warum sollte ich meinen Kaffee langsamer bekommen und teurer bekommen, wenn ich es doch einfach direkt haben kann? So, da kommen wir zum zweiten Kriterium, wo auch dieses Fulfillment durch Amazon mit reinspielt. Wenn ihr das Ganze selbst ausliefert, also wenn ihr euch entscheidet, ich mache selber meinen Lager, ich mache selber meinen Versand, damit eben solche Scam-Kacke nicht passiert, dann sagt Amazon, okay, bist du dir aber wirklich sicher, dass du schnell genug bist? Weil Amazon hat halt Lieferungen direkt am nächsten Tag, immer. Und deswegen auch hier dieses Fulfillment durch Amazon, was man als Verkäufer haben kann, das wird hier stark priorisiert. Und wenn man das tut, dann landet man automatisch weiter oben in der Buy-Box. Und das ist eben genau diese legendäre Buy-Box. Wenn ihr die gewinnt, dann habt ihr quasi sowieso schon alles gewonnen. Denn jemand, der oben steht, macht offensichtlich sehr viel mehr Gewinn. So, und jetzt überlegt euch das Ganze mal. Wenn ich ein gefälschtes Produkt habe, also zum Beispiel dieser USB-Stick hier, der viel zu wenig Speicher hat, nämlich ein 32. Und ich tue aber so, als hätte ich wirklich 32 GB oder 16 GB Speicher. Natürlich kann ich dann diesen Stick deutlich günstiger herstellen. Das Labeling kostet mich nichts. Da einen Sticker drauf zu machen mit, ey, der hat mehr Speicher, als er eigentlich wirklich hat, das kostet nichts. So, dementsprechend kann ich aber in der Buy-Box auch unter die Herstellungskosten des echten Anbieters gehen. Und dementsprechend kann ich die Buy-Box eigentlich immer gewinnen. Ich muss ja nichts dafür tun. Ich muss ja einfach nur ein Label hier drauf klatschen. Und genauso funktioniert das auch mit Markenklamotten. Ich kann die ja sehr viel günstiger anbieten als alle anderen. Ich muss ja sehr viele Regularien gar nicht beachten, beziehungsweise ich muss mich überhaupt nicht damit auseinandersetzen, dass ich vielleicht eine echte Marke bestelle und dann wieder verkaufe. Dadurch kann ich deutlich unter dem Preis sein und immer die Buy-Box gewinnen. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr diese Buy-Box gewinnt und ich danach bei euch einen gefälschten USB-Stick kaufe, dann kriege ich ja in den meisten Fällen trotzdem irgendeinen USB-Stick. Es kann ein gefälschter sein, die Chance ist definitiv da. Es kann aber auch ein echter USB-Stick sein, falls ich, sagen wir mal, Glück hatte und aus dem kommingelten Bestand einfach einen USB-Stick bekommen habe, der eben gut war. Das ist im Endeffekt Zufall und meine Glückssache. Und genau deswegen kann euch das auch mit Tattoo-Farbe passieren. Dort wird einfach alles hingeschickt. Es können natürlich durchaus Scammer dabei sein, die die Tattoo-Farbe deutlich günstiger verkaufen können, weil sie eben diese eigentlich verbotenen Inhaltsstoffe verwenden.
und sie dadurch günstiger herstellen können. Und dementsprechend sind auch mittlerweile 9 von 10 kontrollierten Tattoofarben mit solchen gefährlichen Inhaltsstoffen. So, aber das ist längst nicht alles, denn als Verkäufer habe ich ja auch eine gewisse Macht. Ich habe ein gewisses Toolset zur Verfügung, wo ich auch durchaus dafür sorgen kann, dass sowas mit meinem Produkt nicht passiert. Zum Beispiel kann ich bei Amazon sagen, hey, der Mindestpreis für mein Produkt, weil Marke, ich definiere das für mich, für eine Gucci-Tasche 100 Euro. So, Minimum. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, ist völlig egal. Für diesen USB-Stick hier, den echten Morpheus USB-Stick, da verlange ich mindestens so und so viel Euro. Wenn ihr drunter gehen wollt, nee, das geht nicht bei meinem Produkt. Das kann man festlegen, das nennt sich MAP. Aber ich kann da auch durchaus mich drumherum mogeln. Und hier kommen wir zu einer weiteren Technik in diesem wunderschönen Pamphlet, das ich online gefunden habe. Nennt sich Asin Piggybacking. Asin Piggybacking bedeutet so viel wie, wir fälschen die Asin. Oder wir tun so, als wären wir die. Also folgende Situation. Mein commingelter Bestand von allen Morpheus USBs hat eine Fälschungserkennung sozusagen. Ja? Ich kann danach gucken, ob da wirklich so ein Code drin ist. Da gibt es eine PDF, die verlinke ich euch unten. Da gibt es quasi so einen Code. Und wenn der Code bei jemandem, der zuliefert, nicht vorhanden ist, dann weiß Amazon, das ist nicht das echte. Das sind nicht die echten Morph-Sticks. Ja? Die darf ich dann nicht mit verkaufen. So, eine ASIN ist eine Amazon Standard Identification Number, also eine Identifikationsnummer, kann man sagen, und sieht zum Beispiel so aus, im Fall von dem Kaffee, den ich euch gerade vorhin gezeigt habe. Diese ASIN ist also zuständig, um ein Produkt bei Amazon zu identifizieren. Und dadurch, dass ich jetzt quasi diese ASIN-Schutzmaßnahme habe, kann ich feststellen, wenn jemand so tut, als wäre er ein bösartiger Seller und mich da verarschen möchte oder euch besser gesagt verarschen möchte. Was man aber durchaus bei Amazon machen kann, ist, ein neues Produkt einzustellen mit exakt derselben ASIN. Fragt mich bitte nicht, warum das geht. Das ist wohl eine gängige Taktik von Scammern, laut diesem Pamphlet, dass man einfach eine ASIN fälscht. Das heißt, jemand anders stellt einfach ein neues Listing bei Amazon ein, hat aber dort, also es wird dann auch in der Suche als 2 verschiedene aufgeführt, ihr seid dann nicht der Seller von dem anderen Produkt, aber die Identifikationsnummer ist nicht unique, die ist immer noch dieselbe. Ich weiß nicht, warum das funktioniert, bitte fragt mich nicht. Und dort drin liegen dann natürlich hauptsächlich diese Dinger, die gefälschten USB-Sticks. Und wenn jemand dann am Ende dort kauft, bekommt er in den meisten Fällen einen gefälschten USB-Stick. Jetzt kann man das ja wahrscheinlich relativ schnell beheben, denn die originalen USB-Sticks werden wahrscheinlich in der Suche deutlich höher ranken. Das heißt, wenn ich bei Amazon in der Suche eingebe USB-Stick oder Morph-Stick oder sowas, dann werde ich wahrscheinlich eher den originalen finden und nicht den gefälschten. Ja, aber, und Rezensionen kommen wir auch gleich noch dazu. Man würde denken, dass das toll funktioniert. Tut es nicht. Nun gut, was ich machen kann, ist, ich kann dann natürlich ganz einfach auch dieses Minimum Advertising Pricing umgehen. Das heißt, dieses Map-Produkt oder dieses Map-Feature, was ich euch schon gesagt habe, dass man festlegen kann, Morph-Sticks gibt es nur ab 35 Euro, weil das sind die Originalen, die sind geil. Ja, das kann ich dann einfach umgehen, weil in einem neuen Listing zählt das ja nicht. Das ist ja offiziell ein anderes Produkt, nur mit derselben Identifikationsnummer. Das heißt, die kann man auch ab 2 Euro anbieten und halt dann in einer schlechteren Qualität und man kann sie trotzdem fast so nennen. Jetzt kann ich aber natürlich als Verkäufer zumindest da auch mal gucken, beispielsweise, dass ich in der Suche sehr viel höher ranke. Das hatten wir ja gerade. Und da müssen wir auch ganz kurz drüber sprechen, denn die Suche ist bei Amazon ein datengetriebener Algorithmus. Ja, wir lieben die Dinger, ne? Datengetriebene Algorithmen zum Beispiel bei der YouTube-Suche, wenn ihr ganz oben, sagen wir mal, Morpheus Tutorials eingebt, dann landet ihr auf meinem anderen Kanal. Wenn ihr Morpheus Vlogs oder Morpheus eingebt, landet ihr auf diesem Kanal, weil der hier für die Suche wohl relevanter ist. Hier gucken also mehr Leute zu, also denkt YouTube. YouTube denkt, dass ihr dann diesen Kanal hier haben wollt, nicht den anderen, den ich eigentlich sogar schon länger habe. Und genauso ist es bei der Amazon-Suche. Wenn ein Produkt besser performt, dann landet es auch in der Suche weiter oben. Es rankt quasi besser. Es ist ähnlich wie Google SEO, dass man in den Suchergebnissen weiter oben landet. Genauso ist es bei Amazon. Wenn ich jetzt also bei Amazon nach fetter USB-Stick suche, und das ist übrigens kein Scherz, da kommt wirklich der sehr, sehr ähnlich aussieht wie der hier,
Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Wenn ich nach fetter USB-Stick suche, dann lande ich da bei diesem USB-Stick. So, jetzt kann ich ja hier durchaus mir merken als Amazon, was eine Person in die Suche eingegeben hat. Und genau das passiert hier auch. In der Adressleiste sehen wir, das wird immer mitgegeben. Auch wenn wir auf das Produkt draufgehen, wird immer mitgegeben, welches Produkt wir eigentlich angeklickt haben, bei welcher Suche. Und wenn ihr einen USB-Stick beispielsweise bestellt, nachdem ihr fetter USB-Stick gesucht habt und ihr bestellt wirklich dieses Produkt, dann merkt sich Amazon das einfach. Sprich, was dann passiert ist, Amazon weiß, wenn Leute fetter USB-Stick suchen, kaufen sie am ehesten dieses Produkt, wenn da wirklich die meisten Käufe mit waren. Und so rankt Amazon. Es geht eigentlich nur um die Anzahl von verkauften Produkten. Mehr ist es nicht. Der Amazon-Algorithmus ist da relativ simpel. So, bei ungewöhnlichen Suchanfragen landet man natürlich weiter oben, oder schneller weiter oben, weil es nicht so viele Vergleichsdaten gibt, aber dafür suchen auch weniger Leute nach diesen ungewöhnlichen Begriffen. Und es geht eigentlich darum, die Suche zu gewinnen bei einem wichtigen Suchbegriff. Jetzt vielleicht nicht fetter USB-Stick, sondern einfach nur USB oder USB 32 GB oder. So, das heißt, ich muss diese Suche irgendwie gewinnen. Und hier kommen wir auch wieder auf unser Pamphlet zurück. Ja? Okay, vielleicht sollte ich das nächste Mal doch ausdrucken. Das wäre irgendwie lustig, jedes Mal hier was auf den Tisch zu knallen. Naja, egal. Das Pamphlet meinte, es gibt auch dafür Tricks. Und zwar Tricks, wie du ganz, ganz weit nach oben rutscht in der Suche. Wenn ich nämlich, sagen wir mal, Referral-Links habe, ja, also ich habe dann so einen Link und habe dort in meinem Link die Suche drinnen, also sagen wir mal, ich suche nach fetter USB-Stick, ich klicke auf ein Produkt, dann habe ich einen Link für dieses Produkt und in dem Link steht drin, nach was ich gesucht habe. Sprich, wenn ich euch so einen Link schicke und ihr bestellt darüber, auch wenn ihr selber gar nicht gesucht habt, wenn ihr über diesen Link bestellt, dann rankt mein Produkt höher in der Suche, weil Amazon denkt, ich habe nach diesem Begriff gesucht. Das ist ein bisschen broken, das lässt sich aber wunderbar ausnutzen. Und zwar, ihr könnt ganz einfach Marketing machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mal auf Instagram oder sowas Werbung für ein Amazon-Produkt gesehen habt, klickt dort mal auf den Link drauf und schaut mal, ob da eine Suche vielleicht gespeichert wurde. Denn das ist ein häufiger Trick, um Amazon einfach zu überlisten. Das heißt, in jedem Mal, wo ein Produkt beworben wird, zum Beispiel auf Instagram oder sonst wo, da ist meistens dann so eine Suche hinterlegt, weil die Verkäufer möchten bestimmte Suchen weiter nach oben pushen. Also ihr sucht zum Beispiel nach fetter USB-Stick, ihr wollt für diese Suche nach oben rutschen. So, das zweite ist relativ simpel, Coupons. Wobei eigentlich so simpel ist es gar nicht. Vielleicht wart ihr schon mal auf Amazon, dort gibt es Coupons. Und diese Coupons, die reduzieren den Kaufpreis quasi um ein bisschen was. Und Coupons funktionieren anders als die traditionelle Suche. Coupons haben nämlich ihr eigenes Ranking. Das ist nicht mit der Suche übereingestimmt, sondern wenn ein Coupon besonders gut ist, dann rankt das Produkt in der Kategorie Coupons besonders gut. Und ja, das ist im Endeffekt alles, was ihr wollt. Und wenn ihr dieses Asien-Piggybacking, also ihr tut so, als wärt ihr das originale Produkt, wenn ihr das betreibt und dann bei der Suche weiter hoch rankt, als ihr eigentlich wart, oder als das Original eigentlich ist, dann habt ihr die quasi besiegt. Weil dann ist völlig egal, wer bei denen die Buybox gewonnen hat. Die Leute klicken normalerweise auf das erste, zweite oder dritte Suchergebnis und danach wird es sehr, sehr viel weniger. Und wenn ihr an erster Stelle seid, beziehungsweise an erster Stelle, ohne dass ihr beworben bei Amazon seid, dann habt ihr quasi schon gewonnen. So, und was kann ich jetzt als echter Verkäufer von Morph-Sticks machen? Was ist meine Möglichkeit da noch? Nun, stellt sich raus, klar, das Ganze ist nicht so wirklich okay und Amazon weiß das auch, aber Amazon muss nichts machen, solange ihr persönlich nicht das Ganze meldet. Und dazu müsst ihr natürlich den gesamten Markt von Asien-Piggybackern bis hin zu anderen Leuten, die ähnliche Sticks verkaufen und so weiter und so fort. All das müsst ihr im Auge behalten und erst wenn ihr wirklich jemanden findet, könnt ihr den melden. Und wenn ihr ihn meldet, dann wird er vielleicht gesperrt. Aber auch das dauert eine Weile. Und in der gewissen Zeit, wo ihr das vielleicht noch nicht gesehen habt,
Da gibt es durchaus sehr viel, was ein Händler verkaufen kann in so einer kurzen Zeit und nichts hindert den Händler daran, einfach ein neues Listing zu erstellen mit exakt derselben ASIN wieder und exakt allem genau gleich wieder, sodass ihr von vornherein wieder danach suchen müsst. Deswegen sind vor allem kleine Händler davon stark betroffen und manchmal macht man auch ein ähnliches Produktlisting auf und verkauft dann einfach nochmal extra USB-Sticks, die halt ein kleines bisschen anders heißen. Ja, all das ist natürlich für Verkäufer nicht gerade angenehm, erklärt aber immer noch eine Sache nicht wirklich. Warum sind die Rezensionen eigentlich nicht furchtbar schlecht bei solchen gescammten USB-Sticks? Nun, lasst uns ganz kurz über Rezensionen reden. Rezensionen auf Amazon sind ungefähr so vertrauenswürdig wie ein random TikTok am Dienstagmorgen, das mir sagt, ich soll in meinen Kaffee Salz reinmachen. Nicht vertrauen. Genau. Das Problem ist ja, der Händler hat ein aktives Interesse daran, möglichst viele Produkte zu verkaufen und möglichst viele Produktrezensionen zu bekommen. Die müssen nicht immer bei 5,0 sein. Im Gegenteil, viele Händler schreiben sich auch durchaus mal eine 1-Sterne-Bewertung, nur damit sie nicht einen perfekten Score haben. Weil für uns, wenn wir auf Amazon gehen, ist vertrauenswürdig, je mehr Rezensionen jemand hat und je näher sie an 5,0 dran sind, aber nicht bei 5,0, nicht bei 4,9, sondern ab 4,8 fängt es dann vielleicht an, vertrauenswürdig zu sein. Und jetzt kann ich ja ganz einfach das Ganze so machen. Es gibt 3 Möglichkeiten. Erstens, ihr als Käufer habt ein finanzielles Interesse daran, eine Produktrezension zu schreiben. Wusstet ihr nicht? Tja, dann muss ich euch jetzt was Neues sagen. Und zwar, wenn ihr eine Produktrezension schreibt, das ist hier gemeint mit, und ein Video dazu anhängt, dann bekommt ihr Commissions. Commissions bedeutet, ihr jedes Mal, wenn jemand eure Produktrezension mit Video gesehen hat, könnt ihr einen kleinen Bruchteil bekommen, wenn jemand das Produkt wirklich kauft. Das ist nicht viel, aber wenn ihr eine Rezension habt, dann könnt ihr damit Geld verdienen. So, das ist das eine. Und übrigens, mittlerweile ist es ja so einfach geworden, eine Rezension zu schreiben. Man kann auch einfach Sprachmodelle dazu benutzen, ne? As an AI Language Model. Mittlerweile machen die das nicht mehr, beziehungsweise ich verstehe sowieso nicht, warum man so schlecht prompten kann. Warum das überhaupt erlaubt ist, so schlecht zu prompten, dass man so eine Aussage da noch drin stehen hat und man liest sie nicht mal durch. Naja, egal. Anderes Thema. Das heißt, Leute, die ein Produkt kaufen, haben durchaus ein Interesse daran, eine Produktrezension zu schreiben. Aber das sind längst nicht die einzigen. Leute, die das Produkt vielleicht auch über einen Coupon kaufen, der unfassbar stark ist, beispielsweise Freunde und Familie, oder ihr selber als Händler, die können das ja auch für sehr, sehr günstig bekommen. Wenn ich, sagen wir mal, ein Produkt bei Amazon verkaufe, meinen Morphstick wieder, ja, dann wäre das Erste, was ich mache, ich schicke einen Link an Freunde und Verwandte und sage denen, hey, kauf dieses Produkt, schreib mir dafür eine Rezension und dadurch ranke ich weiter oben. Und natürlich kriegen die das Geld einfach wieder zurück und natürlich bekomme ich meine Sticks wieder zurück. Das sind keine Herstellungskosten, da ist eigentlich kaum was drin, außer die Abfertigungskosten durch Amazon, falls ich Verkauf durch Amazon drin habe. Nun, das Ganze lässt sich also fast wie Marketingkosten mit einkalkulieren, um einfach im Listing weiter nach oben zu rutschen, sprich in der Suche bei Amazon weiter nach oben zu rutschen. Und genau das wird gemacht. Man schreibt Rezensionen, die mit AI erstellt wurden, man verschickt Fake-Produkte und vielleicht habt ihr auch schon mal sowas erlebt. Ich habe tatsächlich einmal ein Produkt zugeschickt bekommen, das ich nicht bestellt hatte. Das hat sich eine Weile gehäuft, mittlerweile ist es weniger geworden, aber es kam schon vor, dass Leute einfach Produkte geschickt bekommen haben, die sie nicht bestellt hatten und nach denen sie auch nicht gefragt wurden. Und auch das sind ja Verkäufe. Die schreiben dann zwar keine Rezension, aber auch das sind offiziell Verkäufe. Die werden dann halt einfach von einem anderen Account an eure Adresse geliefert und zählen trotzdem als erfolgreich verkauft. Was macht man da? Denn die Person kann ja dann auch den Artikel nicht zurückgeben. In ihrem Amazon-Konto ist ja gar keine Rückgabe möglich. Die bekommen das einfach zugeschickt und dann wird's vergessen. Auch das sind quasi mittlerweile Marketingkosten für die Leute. Und ganz stumpf und simpel, ein richtiger erfolgreicher Scammer auf Amazon wird nicht nur einen Account haben. Der wird mehrere tausend Accounts haben und dann geht er einfach hin und nimmt sich einen Bot,
kauft das Produkt und schreibt eine Rezension mit demselben Account. Und dann löscht er seinen Cache und holt sich eine andere IP-Adresse, zum Beispiel über einen VPN, und ist wieder dabei und kauft sich das Produkt, lässt sich das zuschicken, schreibt eine Rezension und so weiter und so fort. Und wir müssen nicht drüber reden, natürlich bezahlt er sich selber, dementsprechend ist das auch Marketingkosten. Ja, und natürlich versuchen sich das Leute auch so leicht wie möglich zu machen. Wie gesagt, AI-Rezensionen, noch mehr AI-Rezensionen. Übrigens, Wein habe ich hier an der Stelle noch nicht mal erwähnt. Wein sind einfach Leute, die das Produkt gratis erhalten haben und dann eine ehrliche Rezension dafür schreiben. Ja. Ehrliche Rezension in dem Sinne: as an AI language model, I don't have a body, but I understand the importance of comfortable clothing during pregnancy. Absolut ehrliche Rezension. Und wie gesagt, das ist von 2023. Mittlerweile machen Language Models sowas nicht mehr. Und ich habe noch einen für euch, weil es so viel Spaß macht. Rezensionen wie zum Beispiel: as an AI language model, I don't have a specific cookbook in hand. All das ist so ein großes Problem, dass mittlerweile eigentlich Rezensionen bei Amazon, man kann sie fast schon weglassen. Und damit meine ich auch Produkte, die mehrere tausend Rezensionen haben. Man kann sie fast ignorieren, weil sie in den meisten Fällen sowieso gefälscht werden. Ich habe ein Tool für euch, das ich gelegentlich benutze, wenn ich dann doch mal irgendwas brauche. Das ist das hier. FakeSpot wird von Mozilla entwickelt, also die Leute hinter Firefox. Und das ist ein Add-on für den Browser. Dieses Add-on hat 600.000 Benutzer und ist einfach nur dazu da, um Fake-Reviews auszumachen. Ihr könnt euch vorstellen, also wie drastisch das Problem mit Fake-Reviews ist mittlerweile. Ein Beispiel von einem 1 TB USB-Stick habe ich euch sogar auch mitgebracht, denn dieser USB-Stick hier soll fast 1 TB haben und ein 360-Grad-Swivel-Design, fragt mich bitte nicht, was das sein soll, und hat eine Bewertung von 4,8. Theoretisch sehr vertrauenswürdig. Praktisch heißt das, FakeSpot sagt, yo, keine einzige dieser 38 Sterne-Bewertungen hier ist echt gewesen. Und es hat ein Rating von F. Wenn ich nach 1 TB USB-Stick suche, dann ist der relativ weit vorne mit dabei. Sonst hätte ich euch den jetzt hier nicht gezeigt. Er ist nicht ganz weit vorne, aber er ist schon relativ weit vorne. Und die haben nicht mal 1 TB in ihrem unfassbar guten Produktnamen drin. Und keine einzige dieser Reviews war echt. Naja. Erklärt aber immer noch nicht, wie kann es denn eigentlich vorkommen, dass eigentlich Grafikkarten falsch sind. Also ich meine, klar, dass meine Charge irgendwie nicht so gut ist, das kann durchaus vorkommen. Aber wie kann es denn sein, dass eine RTX 4090 verkauft wird und eine RTX 4080 dahinter steckt? Es hat sich hier in diesem Fall rausgestellt, dass die einfach ummontiert waren. Das heißt, optisch sieht diese 4080 hier, die als 4090 verkauft wurde, sieht aus wie eine 4090. In der Praxis war es aber eine 4080. Das heißt, man hat im Endeffekt einfach eine 4080 genommen und alles so aussehen lassen, als wäre es eine 4090. Und man kann das eigentlich relativ leicht selber nachmachen. Zum Beispiel, ihr bestellt einen echten, originalen Morpheus USB. Übrigens, ich verkaufe keine USB-Sticks. Ich habe das nur als Beispiel hier genommen. Ich wollte das nochmal dazu sagen. Aber ihr kauft einen originalen Morpheus USB-Stick als mein Kunde und anschließend bekommt ihr vielleicht auch aus meinem commingelten Bestand eine gute Variante geschickt, die wirklich 32 GB hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist auch schon eine Errungenschaft. Und am Ende schickt ihr als Retoure einfach das Ding hier zurück. Wie soll ich die auseinanderhalten? Das ist buchstäblich derselbe Stick mit einem anderen Aufkleber hier. So, was jetzt passiert, ist Folgendes. Dieser USB-Stick hier, der landet zurück in dem ganzen Chargenbestand. Wenn er nicht verbrannt wird, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber bei relativ teuren Artikeln, wie beispielsweise Grafikkarten oder natürlich meinen Premium-USB-Sticks, da landet dann natürlich das Produkt wieder im Wiederverkauf. Das heißt, man kann das nochmal kaufen. Es landet quasi wieder zurück in Amazons Bestand und kann nochmal neu verschickt werden. So, jetzt überprüfen die Leute bei Amazon allerdings nur oberflächlich, ob das Produkt korrekt ist. Die stecken nicht jeden USB-Stick ein. Die prüfen nicht jede Grafikkarte auf Schrauben, auf Chipsatz und so weiter und so fort, sondern sie gucken einfach nur oberflächlich, ist das das richtige Produkt? Wenn also dieser gefälschte USB-Stick hier genauso aussieht wie dieser echte USB-Stick hier, dann merkt Amazon das nicht. Amazon
trägt dann einfach diesen gefälschten USB-Stick ein, als wäre er wirklich eine Retoure gewesen und verkauft ihn wieder an den nächsten Kunden. Und schon habt ihr einen gefälschten USB-Stick da und das echte Produkt, das ja teurer ist in der Herstellung, das landet bei dem Kunden. So, der Kunde kann das dann allerdings woanders einfach wieder verkaufen, zum Beispiel bei den 64 GB USB-Sticks und dort einfach so tun, als wäre es einer. Oder er kann es einfach woanders verkaufen, wo er wirklich dann diese Dinger verkauft, wie beispielsweise durch Asien Piggybacking. Diese Techniken lassen sich durchaus auch kombinieren, ja. Und hier habe ich auch mal ein bisschen nachgeguckt und ich bin tatsächlich zu einer Tattoofarbe gegangen und habe mal geguckt, zu einer blauen Tattoofarbe übrigens, habe mal geguckt, hey, wie ist eigentlich da die Rückgaberichtlinie? Denn beispielsweise beim Kaffee oder auch bei Reis, habe ich auch nachgeguckt, könnt ihr gerne machen, das sind Lebensmittel, die kann ich nicht zurückschicken. Da habe ich kein Wiedergaberecht, das darf ich nicht, weil eben die ganzen Sachen vergiftet werden könnten. Logisch, oder? Tja, stellt sich raus, bei der Tattoofarbe, bei der blauen Tattoofarbe, die ich mir angeguckt habe, kann man alles genau so zurückgeben, wie man möchte. Man kann ganz einfach sagen, ich möchte Amazon die Retoure für mich handeln lassen und ja, in diesem Fall ist das wirklich Tattoofarbe gewesen. Jetzt hindert da niemand den bösartigen Seller daran, diese echte Tattoofarbe dann am Ende selber wieder weiter zu verkaufen und bösartige, billige Tattoofarbe einfach online als Retoure zurückkommen zu lassen. Und commingelter Bestand, ich kann nicht mal rausfinden, wann die zurückgekommen ist, durch wen oder welcher Seller die überhaupt reingebracht hat oder. Ich kann also im Grunde genommen quasi nicht feststellen, was da eigentlich in meinem Bestand ist. Und wenn ich irgendwann mal den Amazon-Bestand wieder zu mir zurückkommen lassen würde, dann hätte ich plötzlich schlechtere Ware, als hätte ich sie gar nicht verkauft. Was schon irgendwie hart ist. Ja, also alles in allem würde ich vielleicht sagen, wenn euch das Ding irgendwie was bedeutet, dann kauft lieber nicht bei Amazon. Kauft bei einem originalen Shop, wo wirklich von der Marke vielleicht selber ist. Ich habe meine Hardware mittlerweile von anderen Stores, zum Beispiel aber auch meinen Prozessor habe ich direkt bei AMD gekauft, also bei deren Webseite. Mittlerweile verkaufen die auch selber um ganz andere Probleme, wie etwa Leute, die einfach alles aufkaufen an Bestand und dann wieder selber für sehr viel teurer verkaufen. Also das, was bei PlayStation und bei Nvidia-Grafikkarten vor ein paar Jahren passiert ist, damit die das nicht machen können. Und mittlerweile gibt es wirklich sehr viele Gründe, warum man seinen eigenen Shop haben möchte und vielleicht nicht dort sein möchte. Nun gut, alles in allem, vielen Dank, dass ihr so lange dabei wart. Wenn ihr noch mehr Interesse habt an noch mehr Themen, ich behandle hier wirklich nur sehr ausgewählte Themen, die mich selber sehr nerven. Und wo ich denke, sie sind wirklich super interessant für euch. Wenn ihr mehr haben wollt, Newsletter, einmal in der Woche, High Quality und das, was alles in der IT passiert ist. Nicht nur für Informatiker, sondern einfach auch wirklich neue KI-Modelle, neue Hacks und so weiter und so fort. All das erfahrt ihr dort. Und hier unten habe ich auch mal ein paar interessante Storys für euch. Ich habe da gerade erst was gepostet von einem kleinen Experiment, was sich sehr, sehr seltsam anhört. Ich habe versucht, mich selber sprechen zu lassen mit einer gefakten Stimme lokal auf dem Rechner und das ist wahnsinnig lustig geworden. Anyways, guckt gerne bei beiden vorbei und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, hier auch noch ein Like dazulassen. Gerne auch einen Kommentar mit eurer eigenen Erfahrung. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.